Heute Jahresrückblick 2019. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und ja, als nächstes steht eben der Jahreswechsel an. Und das Jahr ist ja viel passiert. Jetzt zum Jahresende war es auch wieder ordentlich stressig. Irgendwie fällt immer so allen kurz vor knapp ein, dass sie dies noch brauchen und das noch brauchen und dass das über Weihnachten eingebaut werden muss. Ja gut, ich bin ja nicht viel anders, weil da ist dann endlich mal ein bisschen Zeit. Ja, los ging es dieses Jahr eigentlich so bei den interessanteren Sachen mit dem Besuch der Retro Classic in Stuttgart. Wie immer, hat sich gelohnt, gar keine Frage. Und bei uns ist es ja auch direkt vor der Haustür, sind wir in einer Dreiviertelstunde da. Wo ich mich auch echt gern zurückerinnere dieses Jahr, war der Besuch im Porsche Museum mit meinem lieben Kumpel Björn. Ja, war ein geiler Tag. Im Porsche Museum war auch 10-jähriges Jubiläum, also von den Autos. Ja, war schon geil, gar keine Frage. Perfect. Highlight dieses Jahr ganz klar das Wörthersee-Treffen. Ich war seit, ich würde sagen, 15 Jahren nicht mehr da, aber hat mir wirklich gefallen, hat riesen Spaß gemacht, ganz tolle Leute, ganz tolle Autos und wirklich eine richtig klasse Atmosphäre, tolle Stimmung. Perfect.
VW-Treffen in Salzstetten mit unserem G-Lader-Treffen zusammen. War dieses Jahr auch wieder, so wie jedes Jahr. Die Besucherzahlen waren nicht ganz so toll, weil das Wetter war ja so ein bisschen zweifelhaft, war eigentlich schlechtes Wetter angekündigt und am Morgen hat es auch noch geregnet. Wir hoffen, dass wir auch in 2020 da wieder die Möglichkeit haben, ein kleines G-Lader-Treffen zu machen. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, das rechtzeitig zu planen, damit ihr euch auch für 2020 alle rechtzeitig den Termin eintragen könnt. At least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Are you drive from your place? Kiss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, 'cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time. Ooh, you say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Dann haben wir auch dieses Jahr wieder einige neue Tutorials auf YouTube online gestellt. Das wächst immer mehr, wird immer größer. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch konnte das Ganze auch wirklich weiterhelfen in technischen Fragen am Fahrzeug. Wir waren bei den witzigen Momenten dieses Jahr, da gab es einige von. Und der Björn hat auch einiges in Videos zusammengefasst. Die ganz schlimmen hat er, glaube ich, rausgelassen. Ich hoffe, er lässt die auch in der Schublade. Das ein oder andere Fahrzeug haben wir gesehen, den einen oder anderen. Das war schon der Nummer 1 erste Outtake. Super. Kommen, obwohl wir schon was anderes geplant hätten. Ja, wir haben, oder haben wir auch nicht. Ja, wir hoffen, euch hat Teil 1 und dann fahren die in der kompletten Kolonne. Ja, natürlich nochmal. Was denn sonst? Was machen wir denn jetzt? Nach Felden ins Casino fahren und da ein Auto verzocken. Das kann nur gut ausgehen, weil wir sind die Kiste dann los. Und dann? Machen wir da jetzt Fett aufsaugen. Mit dem G-Lader. Warte, hade, du, die da. Dieses Jahr und wir sind hier. Und wo ist dort? Ja. Gummi! Bleiben Sie mal dran. Ich erzähle mal kurz was. Die wir hier, ja. Glaub mir, keiner will diese Scheißkiste haben. Dann fahren die in der Karawane. Dann fahren. der Karawane. Hör jetzt auf, wir wollen weitermachen, ich kann noch schneiden. G65 2.0 haben wir ja viel mehr verkauft, wie wir gerechnet hatten, sind auch mit der Fertigung so im letzten Quartal dieses Jahr nicht mehr so ganz hinterhergekommen, aber haben es hinbekommen. Da war immer die Frage nach der Oberfläche und wir haben da auch mal ein Gehäuse Glasperl gestrahlt. Bitte einmal einblenden. Und ja, es sieht eigentlich dann schon sehr original aus mit der Glasperl gestrahlten Oberfläche. Also wer auf originaleren Look steht, hat da jetzt auch die Möglichkeit. Die ganzen Oberflächen vom G65-Lader, also die gefräste, Glasperl gestrahlt oder auch pulverbeschichtet, könnt ihr alle auf der G65-Info-Seite sehen, die wir übrigens erst kürzlich komplett überarbeitet haben. Als nächstes steht auch noch die Überarbeitung der Thalbach-Performance.de Seite an. Die ist jetzt ja vor 2 Wochen komplett neu designt worden. Guckt da gerne mal drauf. Ist jetzt auch endlich für mobile Endgeräte optimiert. Also ihr könnt da jederzeit von Handy und Tablet zugreifen. Und ja, der Shop, der kommt auch noch dran, damit das Ganze auch entsprechend von den mobilen Endgeräten
besser nutzbar ist und ihr von unterwegs jederzeit vernünftig bestellen könnt. Dieses Jahr hatten wir ganz viele Anfragen nach dem G45. Wir bieten das nicht an. Wieso bieten wir das nicht an? Ja, Problem ist, erstmal einen guten G60-Verdränger zu finden, den man dafür umbauen könnte, der also unten auf der Grundplatte nicht eingelaufen ist. Und dann, ja, dann ist das Ding halt irgendwie um die 30 Jahre alt, im schlimmsten Fall. Keiner weiß, wie viele Kilometer, keiner weiß, was der schon alles mitgemacht hat. Und dann müssen wir als Firma, als Gewerbetreibender, müssen wir darauf Gewährleistung geben. Das bringt nichts, wenn man da Rennsport oder sonst was dazu schreibt. Aus der Nummer kommt man als Gewerbetreibender nicht raus. Und da muss ich ganz klar sagen, ich kann in diesen gebrauchten Verdränger, in seine Tiefen, auch nicht reingucken. Und deswegen haben wir uns da entschieden, das nicht zu machen. In Sachen Accessoires und Merchandising haben wir auch die neue Kollektion 2020. Die könnt ihr aktuell vorbestellen. Die Auslieferung wird wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar sein. Wir haben neue Hoodies und ich glaube auch neue Jacken. Oder? Was haben wir denn? Genau. Ja, also ein neuer Hoodie in Grau mit Beschriftung vorne klein, auf der Rückseite größer und auch mit der Geladerspirale. So, das war eins. Und dann haben wir hier noch Jacke in Schwarz, auch vorne mit der Beschriftung, hinten ebenfalls und auch mit der heißgeliebten Spirale. Zum Ende des Videos noch was Wichtiges, was mir echt am Herzen liegt. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für den ganzen Support, für die Treue der Fans, der Kunden, dass ihr eure Gelader mir anvertraut. Das macht mich immer wieder stolz, wenn ich irgendwo Bilder sehe mit dem Hashtag Treibach Performance auf Instagram oder Facebook oder irgendwo im Motorraum sehe und auf dem Gelader ist unser Aufkleber drauf. Finde ich voll geil, ganz ehrlich. Ja, dafür vielen Dank. Ich wünsche euch allen jetzt einen guten Rutsch und wir sehen uns in 2020. Bis dahin, Jungs und Mädels, macht's gut.